So, herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es ein neues Update zum Thema Modellbahnbau bzw. Anlagenbau. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen vorangekommen. Ich zeige euch auch nachher noch mal ein bisschen, was wir alles so geschafft haben. Ihr seht vor allen Dingen hier, wir haben die Bretter dementsprechend alle festgemacht. Das heißt, da sind dann einmal oben für das kleine Wohngebiet, beziehungsweise auch hier für die Straße. Das wird jetzt mit Kork noch weiter ausgestaltet und da will ich euch einfach mitnehmen, wie wir das machen. Und dann geht es natürlich weiter und ich zeige euch auch, was wir bisher so geschafft haben. Super, deswegen ganz viel Spaß euch und macht es gut. So, der Kleber hat jetzt über Nacht getrocknet. Das heißt, die Kork-Trittschaltdämmung ist jetzt auch soweit fertig. Und jetzt werde ich nur die Trittschaltdämmung dementsprechend so anpassen, also an die Konturen dementsprechend der Holzelemente darunter, der Holztrassen. Und das mache ich mit dem Cutter ganz einfach. So, ich nehme euch jetzt mal auf die Hand. Und jetzt seht ihr, wir haben ja die ganzen Korkplatten bzw. Trittschalldämmung jetzt an die unteren Holzplatten angepasst. Einfach mit dem Cutter, wie gesagt, lose geschnitten. Und jetzt sieht es doch ganz gut aus. Also jetzt haben wir hier wirklich die komplette K-System-Trasse, bis sie dann auch rüber in den anderen Raum geht. Hier wird dann diese T-Kreuzung sein. Da müsst ihr euch dann vorstellen, da geht es dann hoch eben zu dem zu dem Rondell dann nachher. Das ist noch das, was am Rohbau wirklich noch fehlt. Also zum ganz groben Rohbau, sage ich jetzt mal so. Und dann wird die K-System-Trasse hier runtergehen weiter. Und hier ist sie schon fest, weil hier wird dann die Trasse an den vorhandenen Anlagenanschnitt angedockt. Und hier habe ich auch, ursprünglich war das gerade, ich habe es so ein bisschen schräg dargestellt, um einfach ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Hier kommt die Stichstraße mit dem Bahnübergang zum Bahnhof oder zum Bahnhofsvorplatz dann auch, der ja nicht mehr dargestellt wird, weil man hier ja steht, aber einfach, um dann natürlich das auch dann realistischer darzustellen, dass dann auch die Autos da irgendwo herkommen und auch da parken können. Ich drehe da immer diese Laser Street Elemente um, dann spare ich mir ein bisschen mehr Spachtelarbeit, weil bei den anderen ist ja die Nut drinne für den Fahrdraht. Aber ich nehme es trotzdem her, um dann einfach gleich zu bleiben. Dann spare ich mir Arbeit, drehe die einfach nur um und habe die da festgeklebt. Und was auch eine coole Sache war, also das ist jetzt zum Thema K-System und zum Thema Trassenbau für die Eisenbahn. Genau, und die Trassen dementsprechend haben wir hier auch alle festgemacht. Ihr müsst euch vorstellen, die sind ja seit der Zeit, als die Anlage von C auf K-Gleis umgestellt worden ist genau dieses Gleis, was hier bis zum Bahnhof nur ging, immer lose gewesen. Jetzt endlich alles fest. Und dann geht es natürlich hier weiter. Und habe die ganze Bettung dann festgeklebt, eben mit diesem Styrokoll-Kontaktkleber, den man für die Merkur-Bettungen eben hernehmen soll. Und dann zum Trocknen und zum Beschweren des Ganzen die 218er hergenommen aus unserem letzten Special. Deswegen, das war schon lustig, jetzt alle dahin zu stellen, haben sie mal auf jeden Fall den Zweck erfüllt, sage ich mal so. Also ganz lustiger Fun-Fact hier nebenbei. Und ja, dann, genau, hinter der Anlage sieht das Ganze dann so aus. Auch die Gleise sind jetzt hier an der Bestandsplatte angeschlossen. Ist aber noch nicht fest. Also die muss ich dann erst noch hier ein bisschen verlängern, sagen wir mal so.
und dann werde ich die auch festmachen. Jetzt ist ja auch die Kork-Trittschalldämmung ist ja auch fest, von dem her kann ich das jetzt auch hinkleben. Das hat jetzt auch wirklich gedauert, also ich war jetzt wirklich auch jeden Abend hier und dieser Korkkleber hat auch wirklich immer einen Tag ungefähr zum Trocknen gebraucht. Vielleicht nicht ganz, weil ich auch die Heizung hier angemacht hatte, aber deswegen, es hat echt viel Zeit gekostet, aber jetzt ist dieser ganze diese Grobarbeiten fertig, wie gesagt, mit Ausnahme natürlich dieser Rampe. Und dann kann es hier weitergehen. Und unten, wenn man hier mal guckt, relativ unspektakulär. Da habe ich dann solche Holzstützen einfach dann zersägt. Somit habe ich immer das gleiche Profil und die einfach zusammengeklebt. Ist jetzt nicht so super wild, sage ich jetzt mal so, aber habe ich bei der alten Anlage auch schon gemacht oder bei dem alten Anlagenteil. Und ich muss sagen, erfüllt seinen Zweck und ist wirklich super fest. Also deswegen, da kann man nichts sagen. Und ja, bin auch noch parallel am Rumexperimentieren, wie ich das mit den Signalen mache. Ob ich vielleicht alte Signale, die ich noch habe, aus meiner Kindheit, von der Anlage von meinem Papa, könnte ich jetzt hier sagen, zum Beispiel ein Ausfahrsignal. Wenn ich das noch weiter rein mache, dann würde der Motor oder dieser Antriebsanteil, Spulenteil wirklich unter die Anlage passen und müsste aber hier den ganzen Teil, so groß wie eben der Antrieb ist, aussägen. Ja, das fällt runter. Und ich habe nur hier zwischen diesem Kasten, der hier nachgebildet worden ist, und eben dieser Antriebseinheit habe ich halt nur wenig Platz. Das heißt, ich müsste ein dünneres Brett hinmachen. Also bei allen Sachen, also überall, wo jetzt ein Signal hinkommt, also wäre hier ein Ausfahrsignal, irgendwo dann hier oder hier ein Einfahrsignal, Sperrsignale, hier auch nochmal ein Ausfahrsignal. Gut, Einfahrsignal kommt vielleicht dann irgendwo, vielleicht in einem neuen Anlagenteil, aber von dem her überall da was aussägen und dann da diese Mini-Plättchen hinmachen, das könnte ein bisschen aufwendig werden. Die Signale sind dafür, mir gefallen sie sehr gut und ja, kostet natürlich auch sehr, sehr wenig, aber so neuere Signale, ich sage jetzt mal von Viessmann zum Beispiel, da braucht man nur 1,3 cm Löcher bohren und dann steckt man die rein. Unten ist der ganze Antrieb drin mit den Kabeln, allem drum und dran und macht es mit so einem Drehmechanismus dann fest und sitzt es. Oder zur Not klebt man es nochmal ein oder sowas, falls man es braucht. Das ist natürlich dann ein bisschen entspannter. Also von dem her muss man schauen, wie man das macht. Aber da bin ich ein bisschen noch nebenbei am Rumexperimentieren, aber soll jetzt aber auch gar nicht mal zur Sache gehören, sage ich jetzt mal so. Von dem her, ja, also ich freue mich, hat jetzt wie gesagt viel Arbeit gekostet und ja, die Trasse oben muss natürlich noch gemacht werden. Klar, aber das kommt jetzt in nächster Zeit und wie gesagt, dann auch die Trassen für das K-System festmachen, oben die Schienen und ich glaube, dann kann man sich das noch besser vorstellen, das ist auch für euch vielleicht noch greifbarer, weil man auf jeden Fall sieht, man kommt hier vorwärts, weil ich würde gerne dann relativ zeitig dann auch dieses ganze Thema Rohbau abschließen, weil ich eben jetzt schon viel geplant habe, also gerade mit dem ganzen Mauerdurchbruch, da hat man natürlich viel Zeit gehabt, aber ich finde es dann irgendwie mit der Zeit, ja, werde ich unruhig, sage ich jetzt mal so, wenn ich nicht vorwärts komme, weil ich freue mich ja auch, das Gebirge zu machen. Ich freue mich jetzt auch dann, wenn es jetzt fest ist, und es ist jetzt ja wirklich nicht mehr viel, die ganzen Kabel zu machen, also Kabel zu legen für die Schienen, um euch nämlich dann das Rockrail-Video zu zeigen, als auch vom K-System dann nachher die ganzen Abzweigungen, Stoppstellen dann zumindest schon mal unten hinzukleben, eventuell auch zu verdrahten und dann das Ganze zu spachteln und also mit Fahrrad versehen und dann zu gucken, hey, fahren die auch alle anständig, die Fahrzeuge? Also da freue ich mich wirklich drauf. Und dann genau Gebirge und allem drum und dran, deswegen wird nicht langweilig. Und ja, schauen wir weiter. So, ich habe euch das letzte Mal gezeigt, dass wir den Haltepunkt Spatzenhausen vorgesehen haben für den oberen Bahnhofsteil. Und da ist gerade meine Verlobte fleißig dran, auch schon ziemlich fertig, den schon zu bauen, damit wir wissen, wie wir den auch da hinstellen können, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, den einfach an dem geraden Stück dann einfach hinzustellen, aber auch, habe ja gesagt, so ein Keilbahnhof mäßig, dass auf der einen Seite auch dann Züge nochmal anhalten können. Also da bleibt es spannend, je nachdem, wie gut es aussieht.
So, wir sind jetzt hier wieder vorne. Ich muss euch da auch sozusagen beichten, ich habe auch einen Fehler gemacht. Also es ist nicht immer nur, dass man alles super gut, dass alles funktioniert, wie man es möchte, sondern es sind auch Fehler dementsprechend mit dabei, weil es gibt sicherlich einige von euch, die von vornherein die Anlage super planen. Ich mache mir immer so im Planprogramm nur ein paar Überlegungen, wie kann denn oder was für Gleismöglichkeiten habe ich überhaupt? Weil ich kann jetzt auch sagen, ich mache jetzt hier einen achtgleisigen Hauptbahnhof, dann bin ich ja, das wird aber hier gleistechnisch sehr, sehr schwierig vom Platz. Deswegen, dass ich da einfach ungefähr weiß, was ich kaufen muss. Und dann lasse ich mich inspirieren von Bildern, von Eisenbahnausstellungen, Videos etc., alles, wie ich das machen kann. Habe dann so meine Gedanken und baue dann auch drauf los. Oder mache dann erstmal schnelle Holzschnitte, habt ihr gemerkt in den letzten Videos. Und jetzt mache ich es dann immer feiner, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und ich habe ursprünglich gedacht, die K-Systemstrecke, deswegen ist hier unten auch überall dieser dicke Kork, der zieht sich auch bis rüber, ist jetzt als Dämmmaterial sozusagen hergenommen, aber da wollte ich eigentlich die Trassen drauf machen fürs K-System. Ich wollte es eigentlich ebenerdig haben und dann, dass er dann einfach hier zusammen mit der Eisenbahn in den Tunnel verschwindet, also ebenerdig, und dann geht es ja hier diesen Berg dann hoch, der auch dann hier auch alles verdeckt. Aber ich habe dann gemerkt, für die ganzen Kreuzungselemente, man brauchte hier 3 Abzweigungselemente und dann auch davor jeweils so Stoppstellen. Wie komme ich daran? Weil, ihr werdet es gleich sehen, wir haben hier unten direkt nämlich hier diesen Balken. Das heißt, da ist nicht viel mit drankommen. Das heißt, dann müsste man den Balken dann irgendwie einsäbeln, will aber das nicht machen, weil es vielleicht die Stabilität beeinflussen könnte über die Dauer. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist da nicht viel Gewicht drauf, muss man dazu sagen. Ich werde jetzt auch nicht alles sonderlich eingipsen. Ich werde jetzt noch Terraform-System da nutzen, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, weil es auch relativ leicht ist. Aber ja, das muss ich sagen, hat man dann gemerkt, hopsa, da hat man sich verplant, aber rechtzeitig gemerkt, deswegen alles hochgebockt, sodass ich dann schön unten, also hier reinbohren kann und dann die ganzen Elemente hier habe. Und dann kann ich hier, da kommt dann eine Wand hin, so eine Mauerverkleidung, die kann ich einfach abnehmen und dann komme ich an die Technik dran. Und auch wenn innen in der Platte, dann werden da sicherlich auch noch Technikelemente sein oder auch Häuser. Und da werde ich dann durch die Platte, beziehungsweise auch durch den Tisch, da werde ich dann mit so Kreissägen, oder ich weiß nicht, so Lochsägen, glaube ich, heißt es dann, unten dann größere Löcher reinbohren, dass ich dann auch mit der Hand dementsprechend runterkomme. So ist auf jeden Fall der Plan. Ich glaube, das könnte auch soweit funktionieren und sonst werden auch weitere abnehmbare Teile vom Berg dann ist noch geplant. Also gerade in dem Element hier werde ich nochmal, gerade wo die Auffahrt ist vom K-System, dass man auf jeden Fall überall rankommt, weil hier kommt man nicht hinter die Anlage, nicht wie bei den anderen Elementen, wo ich überall auch hinten ran kann. Hier kann ich nicht. Und wird ja auch dann beim anderen Anlagenteil, im anderen Raum, wird es dann auch spannend, weil wenn ich dann den großen Berg mache, das heißt, da werde ich wahrscheinlich innen drin im Berg dann den Ausguck machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber da sind wir noch, wie gesagt, da haben wir noch mindestens ein Jahr Zeit. Also es ist viel passiert. Man sieht leider aber nicht so viel. Aber die groben Arbeiten sind jetzt echt gehen gut vorwärts. Und wie gesagt, beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ich die ganzen K-Systemstraßen lege, oder festklebe, wie ich dann die Schienen oben festklebe. Und gucken wir mal, ob ich bis dahin auch schon schaffe, die Rampe fürs K-System hier hoch zu unserem kleinen Dörfchen zu gestalten. Oder und auch vielleicht dann die Trasse oben. Ich muss mal gucken, was ich dann schaffe. Auf jeden Fall bleibt mit dabei. Es wird spannend. Und wie gesagt, ihr seht ja, es läuft nicht immer alles nach Plan. Also auch kleine Fehlerchen macht man. Aber da immer positiv bleiben. Es gibt immer Mittel, Wege, Lösungen. Und das ist, für mich ist Eisenbahn oder auch Modelleisenbahnbau so ein bisschen ein kontinuierlicher Problemlösungsprozess, muss ich dazu sagen. Weil es gibt nicht überall standardisierte Sachen. Du musst dich viel mit Sachen aushelfen. Wenn man gerade jetzt hier, es gibt natürlich auch Trassenelemente und allem schon fertig dann von den verschiedenen Herstellern, aber wenn man es jetzt selber sägt, dann hat man eben solche Probleme, die mal irgendwann mal kommen oder einfach, weil man auch nicht aufgepasst hat. Und da gibt es andauernd, auch wenn du mit der Elektrik arbeitest aber auch, oder der Zug nicht fahren will, du hast andauernd immer Problemlösungsprozesse, die du selber durchfährst. Und das Schöne ist aber, weil es so viel auch gibt, man kommt eigentlich immer zu einer Lösung. Und wenn es dann nachher heißt, okay, du musst die Trasse höher, tiefer legen, etc., allem drum und dran. Also da gibt es, das demotiviert auf jeden Fall, also auf keinen Fall. Und
Deswegen freue ich mich drauf, dass es auch so weitergeht und ich wünsche euch was, gell? Und ja, macht es gut dann und bis zum nächsten Mal. Bleibt spannend. Bis dahin, tschüss.